Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem März-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich euer März 2024 gestalten möchte, was er denn alles für euch bereithält. Was wichtig ist, zwischenmenschlich, energetisch, praktisch. Was aber jedoch eventuell auch am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Der Fisch im März. Ein Abschied. Momentan oder für immer. Du bist auf der Suche nach mehr, auf der Suche nach Größerem. Die Suche entwickelt sich. Langsam nur wirst du fündig. Du ziehst einen Schlussstrich. Eine Entscheidung, eine sehr große Entscheidung, lieber Fisch. Es wird spannend. Die Wolken über dir, sagen sie. Die Wolken über dir. Federn vom Himmel. Was geschieht weit oben über den Wolken? Eine Stagnation hört auf, lieber Fisch. Aber nicht, weil sie von alleine aufhört. Nein, du beendest sie. Ja. Und zwar etwas Toxisches. Sei es im Zwischenmenschlichen die Beziehung zu einer toxischen Person, zu einem Mitmenschen oder einer Eigenschaft, die dir innewohnt. Du wirst etwas verteidigen, im März. Vorsicht. Wer sich mit dir anlegt, Vorsicht, wer dir zu nahe tritt, die Quittung kommt sofort. Im März ist wohl mit dem Fisch nicht zu spaßen. Du befasst dich mit dem Weltlichen, du befasst dich mit dem Geistigen, du befasst dich mit Gift. Mit dem Gift. Was vergiftet dich? Welche Energien vergiften dich? Du wirst einem Menschen begegnen, da gefriert dir das Blut in den Adern. Du kannst genau durch diesen Menschen hindurchsehen. Meide diesen Menschen. Dieser Mensch wird versuchen, mit dir in Kontakt zu treten, von dir zu nehmen. Von dir zu nehmen ist meist energetisch gemeint. Du weißt abzuwehren. Dann ein Blick, ein Gedanke. Dieser lässt dein Herz höher schlagen. Ein mysteriöser Mensch, eine mysteriöse Begegnung lässt dein Herz höher schlagen.
Es scheint, die Karten wollen nicht sprechen. Und schon fliegt sie. Ein Kind. Du kannst sehr von einem Kind lernen. Schau genau die Ausgangssituation an. Achte auf die Reinheit in dieser Ausgangssituation. War dort Reinheit? Ist dort Reinheit? Kannst du Reinheit hineingeben? Ja, schau an. Dieser Mensch, reden wir von dem, der dir die Krone aufsetzen möchte, doch der nichts Gutes im Schilde führt. Denn dieser Mensch möchte dich besitzen. Vorsicht davor, an einen Narzissten, nicht an einen Narzissten zu geraten. Und ein Rabe, eine Krähe, ausschlaggebend, sie wird dir übertragen. Ausschlaggebend ist der 13. März. Und eine Bedingung wird gestellt. Es ist dir zu raten, lieber Fisch, nicht auf diese Bedingung einzugehen. Du solltest Bedingungen stellen, wenn überhaupt. Diese Bedingung ist nur, um dich, wie kann ich dir sagen, um dich zu catchen, um dich in der Hand zu haben. Doch, lieber Fisch, du weißt es besser, denn du kannst dich connecten. Du hast den 6. Sinn und du kannst durch Menschen und Situationen weit hindurchschauen. Du hast den Überblick. Etwas Neues beginnt, wie gesagt. Es ist zu deiner freien Gestaltung. Gut möglich, dass es mit einem Mentoring zu tun hat oder ein Mentor auf dich zukommt, beziehungsweise aus der geistigen Welt dir jemand zuflüstert. Es wird sehr spannend, der März. Es geht sehr viel um Annahme, aber auch um Abgrenzung. Schauen wir uns die Hauptenergie für dich an. Die Hauptenergie im März, die dir zur Verfügung steht. Ach ja, und ein Geschenk. So klein. Erkenne den Sinn darin. Es gibt einen höher gestellten Sinn, der nicht gleich für dich erkennbar ist. Drum halte dich fern von der Bewertung. 2 Themenkarten. Ja. Gut möglich, dass der März mit der 11 und der 2 zu tun hat. Gut möglich, dass der März mit der 4 zu tun hat. Gut möglich, dass der März mit deiner Intuition zu tun hat. Deine Intuition weiß immer, was zu tun ist. Du wirst, wenn du sie zu nutzen weißt, auf dieser aufbauen und das Neue damit füllen können. Doch um das Neue damit füllen zu können, musst du unbedingt aus der explosiven Situation hinaustreten. Du wirst, wie gesagt, einen Schlussstrich ziehen, ein Abschied wird stattfinden, denn du, lieber Fisch, machst dich auf deinen ganz, ganz eigenen Weg. Du kannst niemanden auf deinem Weg als Begleiter gebrauchen.
welcher beschwert, erschwert im Weg steht. Und lieber Fisch, ich denke, gefühlsmäßig, was mir übermittelt wird, ist es kein Drama. Nein, der Fisch wird einfach nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Dann Bürokratie und Behörden. Auch ein Thema. Höre auf deine Intuition. Du wirst um einiges reicher, bereichert werden, sei es über die Intuition, sei es über das Neue, was kommt. Eine ganz, ganz plötzliche Entlastung, deinem ganz persönlichen, ganz speziellen Neuanfang steht nichts mehr im Wege. Du bist sorglos. Ich bekomme auch hier irgendwie so das Gefühl hinein, nach mir die Sintflut. Was bedeutet, du achtest nicht wirklich auf links und rechts, sondern du machst dein Ding. Es ist wichtig, dass du reinen Herzens deinen Weg gehst. Es ist wichtig, dass du deinen Weg mutig gehst. Denn auf dem Weg im März wird von dir abverlangt, von dem, was du tust, von dem, was du sagst, 1000%ig überzeugt zu sein. Dann ist da jemand, der dir ständig etwas mitteilen möchte, der dir ständig etwas sagt, doch du hörst nicht. Du hast keine Lust, zwischen den Zeilen zu lesen. Du möchtest dich dem Leben widmen. Du möchtest Romantik. Du möchtest Schmetterlinge im Bauch. Du möchtest ein Höchstgefühl. Es ist im März, als wärst du kurzweilig. Sehr abgelenkt von eben diesem Menschen, der dir genau diese Gefühle vermittelt, in nur einem Blick. Ein flüchtiger Blick im Augenblick, lieber Fisch. Es wird spannend. Ein Wasserzeichen, ein Feuerzeichen. Das Wasserzeichen, seist du es oder eines deiner Gegenüber, Freude, Lebenslust und ganz viel Fröhlichkeit. Auf der anderen Seite ein Feuerzeichen, instabil und missmutig. Ja. Stehst du dazwischen oder schaust du eben diesen mutig in die Augen, drehst dich um und gehst? Denn das Neue, was da kommt, verlangt deine vollkommene Aufmerksamkeit. Es ist ein sehr, sehr großer Raum, der gefüllt werden möchte. Und auf Kräfte messen hast du keine Zeit.
Vor allem, lieber Fisch, Frustration. Thema Frustration. Ich denke, Sie sagen, die Sorglosigkeit, die du dir so lange schon erhofft hast oder versucht hast zu manifestieren, sie steht ums Eck. Doch sie kann sich dann manifestieren, wenn du anfängst, diesen großen neuen Raum zu füllen und dich von der Frustration abwendest. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.